Liebe Fahrradfans, liebe Faltradfans, ja heute bin ich bei Auftragsrad und es gibt heute einen Faltrad-Talk für euch, ja, hier mit den Experten und ich würde sagen, kommt, wir gehen mal rein. Ich probiere mal euren Kaffee. Was hast denn du eigentlich? Ich habe einen wirklich ekligen Zitronentee. Also mein Kaffee ist wirklich super. Erstmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fahrradfans, liebe Faltradfans. Ja, denn wir befinden uns heute hier bei Auftragsrad und sind umgeben von Falträdern. Ja, die stapeln sich hier die Regale hoch. Nicht nur, ne, ihr habt auch große E-Bikes, Lastenräder, jede Menge habe ich gesehen. Und wir talken heute zusammen mit Tom. Ja, du bist hier der Faltrad-Experte, Profi, also nicht nur, ne? Ihr alle hier, ne? Seid ja mehr oder weniger. Genau. Wir sind eigentlich im Grunde genommen, sind wir alle hier bei Auftragsrad, alle Spezialisten für alles, kann man sagen. Jeder hat so ein bisschen einen anderen Faible, meins sind halt die Falträder, aber auch die Cargo-Räder, so hat dann jeder so seinen Schwerpunkt und hilft dann in ganz tiefen speziellen Fragen dem anderen noch immer ein bisschen weiter. Okay. Ja, super. Also das wird hier unser Faltrad-Talk. Mal gucken, ein paar News, ein paar Gerüchte. Wir schauen mal, was es so gibt. Ne? Und bevor wir loslegen mit Brompton, Ahuga haben wir hier, Velobike. Wollte ich dich mal fragen, du warst ja gerade in Australien und so als Fahrradfan interessiert mich das natürlich. Ich habe nämlich gerade gelernt von meiner Tochter, dass der Osterhase heißt ja gar nicht Osterhase, sondern Bilbo. Also alles ist da ein bisschen anders. Aber wie ist es mit Fahrrädern? Ja? Mögen die auch Falträder und so weiter? Also Falträder, meine Tochter lebt ja dort und ich bin mehr in der Region Sydney unterwegs und da fällt mir dann schon mal das ein oder andere Brompton auf, aber eher wenn man sich im Zentrum bewegt, weil viele Leute da wirklich commuten, die eine Dreiviertelstunde mit dem Zug irgendwie reinfahren und dann so die letzte Meile nochmal mit dem Faltrad fahren. Nicht so viel, aber es taucht immer mehr auf. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist, dass du in Australien jegliches Fahrrad, sogar ein Cargorad, wenn du es reinbekommst, in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen kannst. Also auch in Überlandzügen, alles Mögliche. Das ist festgeschrieben, da habe ich mich in die Tiefe nach erkundigt. Finde ich schon gut. Also da sollte sich Europa mal ein Beispiel dran Also nicht nur Falträder, sondern auch Fahrräder. Alles. Aber gut, vielleicht haben die auch nicht so viele Menschen. Also ich glaube, in Europa, wir sind einfach zu viele, oder? Die Züge verstopfen. Ich glaube, wir haben nicht genug Züge. Das kann ich dir nicht sagen, aber erstmal finde ich es so für ein Land, wo eigentlich nicht so viel Fahrrad gefahren wird, finde ich das so eine sehr gute Entscheidung pro Fahrrad und pro Mitnahme. Und gibt es da auch irgendeinen Faltradhersteller in Australien, den wir hier gar nicht kennen oder so? Nicht wirklich. Also es gibt ein paar Stores, es gibt ein Brompton Junction in Melbourne, aber jetzt so, dass ein großes Brand daherkommt, entzieht sich meiner Kenntnis. Na gut, lieber Tom, wollen wir mit dem Brompton starten, weil ich würde sagen, letztes Jahr, gab es ja ziemlich viel Tamtam. Ja, Brompton haut plötzlich ein 20 Zoll Faltrad raus, so mir nichts, dir nichts, ne, jahrelang 16 Zoll. Und dann kommt die G-Line. Und ich würde sagen, lass uns da anfangen. Wobei, wir können ja auch noch mal ganz kurz, die 16 Zoll, gibt es da irgendwas Neues? Irgendein Zubehör? Oder nee, eigentlich nicht. Es ist, wir haben nach wie vor die C-Line, das Brot- und Butterrad, quasi das Rad, mit dem Brompton angefangen ist. Wir haben das P-Line, wir haben das T-Line. Da kannst du halt zwischen der klassischen Sechsgangschaltung, teilweise bei P-Line Viergang oder 12-Gang-Schaltung. Kannst es dir aussuchen, ansonsten gibt es bis auf ein paar Farben gibt's keine großen News. Also ich finde dieses Flamingo ganz schön, dieses Rosa, können wir gleich gerne auch mal zeigen. Das ist ganz neu, ja, diese Farbe, Flamingo. Flamingo, genau. Das ist im Grunde genommen so ein Rosa wie das Kloof Cargorad, was da hinten steht. Ah, cool. Interessant. Genau. Ja, ist Geschmackssache, aber ich mag ja Farbtupfer. So, ansonsten ist da jetzt erstmal auch nichts in der Pipe, was man, um die Gerüchteküche anzuleiern. Gerüchteküche? Oh. Ja, Gerüchteküche, aber ich glaube, das ist schon, Gerüchteküche. Irgendwann wird es wahrscheinlich das Ziel sein von Brompton beim 16 Zoll, dass der Motor auch nach hinten wandert. Okay. Was total sinnhaftig ist, weil dieser Frontantrieb
solange wie es Sommer ist und es alles trocken ist, alles toll. Aber manchmal, wenn ich ältere Herrschaften habe, die dann Brompton Elektro haben wollen und wenn die dann im Herbst fahren auf Blättern, da kann es schon sein, dass das mal ein bisschen dreht. Ja, die Erfahrung hatte ich auch gemacht. Na klar, ich hatte es ja auch mal einen Monat. Genau. Also wenn man das weiß, dann muss man halt damit umgehen, dann geht das auch. Aber wenn jemand nur sehr selten fährt, finde ich das schon ein bisschen tricky. So, und Macht deswegen Sinn, ja. den Motor nach hinten löst das Problem. Mal gucken, also ein Gerücht, ne? Das ist, also würde ich mir auch wünschen, wenn der nach hinten wandert, das macht's, Ich auch, na klar. macht's besser. Dann hast du natürlich nur noch die Möglichkeit, dann wird es eine Viergang-Kette geben, weil anders, du kannst ja dann hinten keine Narbe mehr reinpacken, wenn der Motor hinten ist. Ne? So. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas kommt. Der Akku muss auch vorne bleiben. Ne? Wir brauchen da so ein bisschen Gewicht. Ne? Obwohl das kann ja nicht mehr durchdrehen. Dann ist es ja. Nö, das ist eigentlich alles okay. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so super sexy mit dem Akku da vorne drauf, aber es ist so, wie es ist. Ich denke mal, dass man sich der Sache wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren oder so sich dem Thema dann auch mal annimmt und guckt, wie lässt sich so eine Akkugeschichte anders lösen. Wobei mir fehlte einfach, ich wüsste jetzt nicht, wo er sonst hin sollte. Wobei, wenn man das Ahuga sieht, werden wir ja gleich sehen, die haben es ja dann aus meiner Sicht ein bisschen kreativer gelöst, würde ich jetzt mal sagen. Da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ach super. Dann 16 Zoll Finito, 20 Zoll, oder? G-Line. Ja. Die gibt es seit letztem Jahr Herbst. Vorgestellt war im Sommer, glaube ich, Spätsommer, ne, war die Vorstellung. Wollen wir uns eins herholen? Ein manuelles oder ein elektrisches? Ja, ich kann mal eben eins holen. Ja, du holst eins. Ja. Und ich nehme ein Stück Kuchen. Nimm du mal ein Stück Kuchen, Oder obwohl kann ich dir irgendwie helfen? Nee, ich habe jetzt hier eins stehen. Da ist ein manuelles. So. Tom faltet. So, hier haben wir ein L-Modell. Es gibt L und M. S, M und L. Weil das bezieht sich aber auf den Lenker Genau. oder die Sattel. Genau. Also noch nicht mal als Sattel. Also du hast ja beim L hast du ja die Teleskopsattelstütze mit dabei. Die gibt es auch nur beim L. Die können wir natürlich in allen anderen Modellen auch verbauen, aber hier ist sie serienmäßig mit dabei. Ja? Und hier ist dieser sogenannte Reach nach vorne, der ist halt ein bisschen weiter vorne. Die Lenker werden nicht zwingend höher, sondern das verändert sich nach vorne. Das heißt, die Intention ist wahrscheinlich für Leute, die größer sind, so wie du auch, dass die dann einfach ein bisschen mehr Platz haben. Also das S-Modell, das ist schon auch ein bisschen niedriger. Das M ist fast identisch. Da gibt es eigentlich auch nur dieser Reach unterschiedlich. Und also ich habe die Erfahrung, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leute oft aufs L gehen, auch die kleiner sind, die, was weiß ich, meine Größe oder irgendwo um die 1,75 sind, die dann trotzdem sagen, wenn sie die Räder Probe fahren, ich möchte lieber ein L haben. Hier ist natürlich auch noch der Vorteil, dass wenn du mal eine eine gefederte reinmachen willst, dann hast du hier schon direkt die Möglichkeit, was reinzupacken. Ja. Ach so, wie reinpacken? Also, naja, du kannst ja, du kannst jetzt Nee. hier eine gefederte Sattelstütze in dem richtigen Durchmesser, kannst du dir kaufen, machst den Sattel drauf und dann hast du eine gefederte Sattelstütze. Also das ist eigentlich, viele Leute wissen das gar nicht. Also dadurch kannst du ja einen 16 Zoll, die ja erstmal wegen hohem Reifendruck eher jetzt nicht so komfortabel sind, kannst du die ein bisschen abfedern. Habe ich bei meinem auch gemacht. Das haben viele so im Blick. Ich allerdings auch schon, ne? Schon auch so wegen dem Alter. Aber ich muss sagen, durch die G1 Allround ist es ja schon auch Das so ein bisschen dämpft. komfortabler. Das ist schon, und ich habe ja eine Fahrt gemacht. Ich fand das sehr angenehm mit den Reifen Ist es auch, aber ich muss sagen, in der Stadt, Asphalt. Ja, ich muss aber auch sagen, dass die Reifen fressen natürlich auch eine Menge Energie weg. Ne? Deswegen, wenn ich das in der Stadt fahren würde, dann würde ich immer die andere Variante wählen, weil, wie gesagt, mir ist das zu... Und man muss sagen, ich bin über den Winter mal damit gefahren und da hatte ich zweimal hintereinander einen Platten, weil hier sich natürlich in die Nopierung setzen sich natürlich sehr schnell
Steinchen, Scherben rein und bleiben drin. Du walkst drüber und hast einen Platten. So, also das ist immer so ein bisschen... Aber ich dachte, der Pannenschutz wäre schon ganz gut bei den G1. Ja, ist ja nicht zu Allround. vergleichen mit einem Marathon Plus oder irgendwie so. Dann fährst du wieder ein bisschen weniger Reifendruck, weil du es komfortabler haben willst. Gut, ist ein anderes Thema. Okay, also das haben wir, Narbe, 8-Gang, Alpine 8. Ja, schaltet sich super, macht auch Spaß. Wobei es natürlich jetzt auch, wir haben intern unseren Kollegen Toni, der hat auch einen G-Line, der baut gerade um. Also der nimmt der speicht aus und speicht normal hinten eine Narbe rein und stellt auf 4-Gang-Kettung. Ach, tatsächlich. Ja. Weil das ist ja das E-Bike hat ja 4-Gang-Kette Ja. und der baut es komplett um. Okay. Weil er halt sagt, er braucht es sportlicher mit der Kettenschaltung. Also gut, dann wird es ein bisschen leichter und 4 Gänge reichen ihm, ja. Also er fährt auch sportlicher, ist sportlich. Auch er ist eher so im Umland, da ist jetzt nicht so eine große Topografie, dass er mehr Gänge braucht. Also das ist sowieso gerade ein starkes Thema, wenn du auch ins Netz gehst, bei Instagram oder whatever, YouTube. Tuning vom G-Line gibt es auch schon viele Sachen. Also du kannst ja hinten auch von der Breite her, kannst ja auch eine Rollauf hinten reinmachen, wenn du möchtest. Ich habe jetzt auch schon Modelle gesehen, die dann irgendwie eine 11-fach Kassette hinten drin haben. Wie die technische Umsetzung ist, weiß ich nicht. Aber speziell aus Asien gibt es natürlich schon viele Optionen. Aber Tom, da jetzt ein Gerücht irgendwie, dass da eine Alpine 11 oder eine Rohloff kommen würde, kennst du jetzt nicht? Nö, nicht wirklich. Okay. Ich glaube nicht, dass Brompton das direkt anbietet, aber das ist technisch, glaube ich, nicht so ein großes Problem, wenn das jemand haben wollen würde, das umzusetzen. Der Sattel ist auch gut. Bist du schon länger damit gefahren? gefahren? Ja, bin ich auch schon mitgefahren. Macht erst einen sehr sportlichen Eindruck, aber also funktioniert bei meinem Gesäß, funktioniert es. Also viele Kunden oder Kundinnen sagen dann, oh, das ist bei den Sattel, da muss ein anderer drauf. Wo ich dann immer sage, fahr einfach erstmal und probier es aus, weil... Ja, echt. Zeigt euch mal den Sattel. Komm. Ja, wenn du auch noch irgendwas anderes beizutragen hast, mit dann freuen wir Brompton-Logo. uns. Der Nico kommt. Nico kommt dazu. Hallo Nico. Sind wir live? Ja, wir sind live mittendrin und das ist Nico. Willst du dich ganz kurz vorstellen? Ich positioniere die Kameras neu. Ist ja Berlins schönstes Café. In deinem Laden. Voll gut. Oder in eurem Laden. Ja. Neu. Ich richte die Kamera noch mal kurz aus. Ja? Senior. Wie lange gibt es euch denn schon, Nico? Ja, Tom seit über 42 Jahren. 42 Jahre. Tom seit über 5 Jahrzehnten, bei mir sind es 4,5 Jahrzehnte. Okay. Zählt das? Ach, die Frage meinte ich Naja, ich dachte bezogen auf den den Laden. Achso, der hat den Witz nicht verstanden, ist ja lustig. Mach mal Kuchen so für den lockeren Mal Einstieg. gucken, ich bin ein lockerer Einstieg. Den Laden jetzt hier an der Stelle gibt es jetzt seit 5 Jahren. Wir sind im 5. Jahr, genau. Auftragsrat ist 12 Jahre jung. Ihr hattet ja auch eine Filiale in der Friedrichstraße, die kenne ich ja auch noch. Genau. Gut, aber jetzt seid ihr nur noch hier. Wir haben uns in den Industriestandort verzogen. Wir sind in den Industriestandort verzogen. Und da habe ich so, für alle die ihn noch nicht kennen, die Berlins Faltrad-Legende mit hingenommen, der eigentlich niemals woanders arbeiten wollte als in Mitte und Kreuzberg. Er fährt jetzt nach Weißensee raus, weil es einfach schön ist, oder? Nee, wegen dir. Ach so, okay, groß. Also nicht wegen dem Arbeitsradweg, sondern Nee, der Arbeitsweg ist wirklich nicht schön. Aber was schade. mich am Ende der Strecke erwartet, auf beiden Seiten, ist grandios. Was ist denn auf beiden Seiten in dem Fall? Einmal dir Ach so, okay. und einmal mein Zuhause. Ja, das stimmt. Von daher, Schön. alles gut. es ist auch wirklich, also eigentlich optisch schon cool. Also das ist Ja, ja echt definitiv. coole Bude hier. Wir haben etwas Ungewöhnliches. Und herzlich willkommen bei uns in einem neuen Format. Danke und dir herzlich willkommen in meinem kleinen Talkformat und vielleicht können wir das ja auch öfters machen. Wir gucken mal. Ja, ob den Leuten das überhaupt gefällt war. Ja, aber das ist dieses Faltrad-Ding, ich finde, das ist auch mein Ding, ja. Ich bin zwar, also Fahrradfan bin ich bin nicht so ein riesen Fahrradfan, aber Faltrad finde ich schon ziemlich cool und ihr habt es ja halt auch im Blut. Also das Blutthema haben wir ja eingekauft. Was? Ja, das ist ganz klar. Den Adelstitel haben wir ja nur bekommen, dadurch, dass Tom jetzt schon so lange dabei ist. Und ich erinnere mich auch noch an die Anfänge.
dessen... Das mit Kinderrädern los? Nee, mit gar Cookies, nicht. An die oder? Anfänger, als Tom mir immer wieder sagte, ey, das ist eine gute Sache, das ist eine gute Sache, lass uns das mal machen, das ist eine gute Sache und guck dir mal die Marken an. Und wir haben eine ganze Menge Reisen schon begangen und nicht nur in der Form dessen, dass wir Hersteller besucht haben, sondern auch Reisen mit den Herstellern auf den Flächen. Und der eine oder andere Hersteller ist auch wirklich reisefähig, so würde ich es mal am liebsten bezeichnen. Und andere halt nicht. Ja. Aber ansonsten hast du natürlich bei uns, und ich würde sagen nur bei uns, die Möglichkeit, die wichtigsten 20 Zoll Falträder des Marktes kennenzulernen, zu testen und zu falten. Und ich meine, war doch kurz vor Weihnachten war das doch gewesen, als irgendjemand 400 Kilometer durchs Land gefahren ist mit dem Zug, weil er nur hier das Brompton G-Line, den Aruga, ein Velo und ein Birdie testen konnte. Also das heißt, Von der Gär? ich weiß gar nicht mehr, du hattest den... Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Aber es ist ja nicht so, dass das nur einmal vorgekommen ist. Also es kommen schon Leute auch von ein bisschen weiter weg, die sich dann die Zeit nehmen. Aber ich finde es auch immer gut, wir arbeiten ja auch mit Terminen und man schenkt sich gegenseitig Zeit. Ja? Und das finde ich dann gut, wenn man 1,5, 2 Stunden Zeit hat. Und es ist auch oft so, es kommen Leute rein wegen einem Velo oder wegen einem Brompton oder wegen eins dieser Brands. Und die gehen dann oft mit einem ganz anderen Rad raus, weil sie die anderen Marken noch gar nicht so auf dem Schirm hatten und dann wirklich rangeführt werden durch Werner, mich, Nico, Toni und die Zeit kriegen und dann mit dem richtigen Rad herausmarschieren. Ne? Nicht mit irgendeinem, sondern was auf den Use Case und das tägliche Leben passt. Ich mag Mono-Concept-Stores, haben wir selbst gehabt. Ich finde aber tatsächlich, dass die Möglichkeit zwischen Varianten auszuwählen viel, viel interessanter ist, weil darin besteht halt eine größere Option für jeden in dem Rahmen. Man muss ja auch sagen, das Problem war immer auch, dass die Brands, Brompton, Velo, Aruga, wie sie alle heißen, die hatten immer Berührungsängste mit Stores, die mehrere Brands haben, weil sie dann vergleichbar sind. Und Das ist die Vergangenheit gewesen. Die Vergangenheit, ganz genau. Und das haben wir dann irgendwie aufgebrochen. Genau. Und der Erfolg gibt uns eigentlich recht, dass die Leute, wenn sie reinkommen und sagen, kommen ja oft Leute rein, die haben so einen Zettel und sagen, ja, ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen. Und ich sage dann, nee, ich glaube, du fährst erstmal Fahrrad. Hauptsache es regnet Und dann nicht. kommen die wieder und dann sage ich, wie waren eigentlich nochmal deine Fragen? Haben sich dann eigentlich zu 85-90%, dann gibt es noch einen Sattel oder Kleinigkeiten, aber ne, das ist dann resetten möglichst nochmal so ein bisschen die Leute mit ihrem Ganzen, was über YouTube und sonst wo, ist alles cool, aber das ist dann zu viel und dann sind sie halt ein bisschen verwirrt. So. Naja, und jede Marke hat natürlich dadurch auch die Möglichkeit zu erkennen, was macht denn der andere vielleicht besser oder schlechter, also wo ist denn der Maßstab? Es entscheidet sich ja nicht ein großes Handelsunternehmen oder ein kleiner Tante-Emma-Laden dafür, ausschließlich Tempotaschentücher in die Auslage zu legen, auch wenn wir keine Werbung machen wollen. Es gibt immer noch ein Alternativprodukt und das ist schon einfach eine sinnvolle Variante. Und klar, also ich meine, wir verkaufen am meisten Brompton natürlich auf der Fläche, weil die Marke halt einfach mal alt ist, bekannt und gesetzt. Ja. Und ich habe noch eine Frage zum Brompton. Und zwar, weil wir ja gerade noch dabei waren, vielleicht die Million-Dollar-Frage, die ist mir gestern gekommen. Wir sind gespannt. Ihr seid gespannt, also auf jeden Fall. Ich fahre ja das Velobike, ne? Und ich hatte irgendwann mal die Billy Bonkers drauf. Und es hat mir schon Spaß gemacht, weil ich manchmal da bei Wannsee nach Potsdam muss, durch den Wald. Und das macht echt Spaß bei so lockerem Untergrund. Und klar, bei Asphalt ist es nicht, haben wir ja gerade gelernt, nicht ganz so smooth, aber es war okay. Aber die Billy Bonkers haben nun echt null Pannenschutz. Aber die Brompton schon, und habe ich aber gelernt, dass die G1 Allround nur exklusiv für Brompton sind. Die hätte ich nämlich sonst gerne darauf gemacht, aber was ist denn, wenn ich jetzt hier einen Platten habe? Wo kriege ich denn jetzt G1 Allround her? Weil die kann man ja nirgendwo bestellen. Über den vertrauensvollen Brompton-Händler und die Brompton-Werkstatt. Okay. Ja. Und wäre das jetzt ein Trick, wenn ich mein Velo damit ausrüste? Oder sagt dann Brompton, oh, das ist exklusiv? Also ich bin mir nicht ganz sicher, die sind eindeutig und haben die nochmal ein anderes Maß als die Billy Bonkers. Ne? Ja, ja. Ob die Das dann heißt, wirklich passen. Ne? Also 20 Zoll ist ja nicht nur 20 Zoll, sondern... Und ich meine, also dieser andere Reifen, der auf dem G-Line drauf ist, der nicht der Bonker-Reifen ist, ich weiß nicht welcher. Da muss ich auch immer leider sagen, ich bin nicht der Typ für Zahlen, Daten, Fakten an den Bikes. Ich bin der Typ für die Emotionen. Deswegen sitze ich auch. Deswegen sind wir beide da. Genau. Und der andere Reifen, ich wäre eher Typ anderer Reifen. Ich auch. Du hast ja selbst auch schon die Erfahrung gemacht. Ja, genau. Also es ist ein bisschen so, dass
Da ist der andere Reifen, ne? Was ist denn das für Ja, einer? stimmt, hier, Continental. Aha, Genau. okay, der also, sieht auch schnell aus. Um es für dich mal abzukürzen, also Ja. der Reifen, der G1, ist besser als der Billy Bonkers. Ja. Ich würde den aber trotzdem als Vielfahrer nicht favorisieren. Also er ist halt einfach, also das ist meine persönliche Meinung, er ist halt ein Reifen, der natürlich gerade gut in die Zeit passt, weil wir einfach viele Bikes mit diesem Tunwall-Thema sehen und so, was der G1 so gesetzt ist und so. Ja. Es gibt aber für den Vielfahrer und die Vielfahrerin Sehe ich bessere genau. Alternative. Das habe ich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, ohne... Welche? Ja, also... Weil der hat auch einen guten Grip. Ja, aber aber der ist, gerade mit also meinem die E-Bike, weil ich versinke Pannensicherheit, manchmal immer im Sand und das Ja, das mit dem verstehe ich Bonkers schon. komme ich da echt durch. genau, Das ist aber die krass. Pannensicherheit von dem G1 ist jetzt nicht um Welten besser als der Bonkers. Oh. Also nicht Nee. so krass. Naja, sagst du ja schon. Wenn du im Umland unterwegs bist, so Toni zum Beispiel, der kann den fahren, weil Eberswalde gibt es keine Scherben. Ja. So, ne? Und der fährt viel Waldwege und. Ich glaube, da ist das Problem nicht so groß mit dem Reifen. Es ist eher städtisch, wenn du damit durch die Stadt ballerst und im Herbst, Winter Scherben, irgendwelche Steinchen, die setzen sich halt je nachdem auch mal hier rein. Ja. Und so sind dann auch meine Platten zustande Berlin ist furchtbar. Also gerade in Alexanderplatznähe sind immer irgendwo Flaschen, keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, also ich fahre jetzt zum Beispiel auf meinem Cargo, fahre ich ja den Smart Sam Cargo und so. Und ich bin viele Jahre, du bist auch mit dem Smart Sam viel unterwegs gewesen auf dem Cargo. Nee, eigentlich nicht. Wer war denn einer von uns? Eigentlich warst du das. Ja, okay, dann bin ich das. Einer von uns bin ich in dem Fall. Und ich bin mit dem grundsätzlich zufrieden. Also ich hab eigentlich so meine 1-2 Platten im Jahr, obwohl ich ja sehr viel in der Stadt unterwegs bin. Aber vielleicht habe ich das Glück, immer um gute Uhrzeiten unterwegs zu sein, wo die Berliner Stadtreinigung bereits ihren Dienst erledigen konnte. Ja, man fährt nur hinter den Reinigungsfahrzeugen. Ja, was ja auch jetzt nicht so ein Erlebnis ist, aber Nee. im Aber immerhin Rahmen. Windschatten Aber da sind und wir im Rahmen saubere von, Wege. wir sind jetzt im Rahmen von Streik natürlich eigentlich an einem super interessanten Punkt, wa? Aber nämlich Die Sehr gut. BVG Sehr gute streikt Brücke, jede Woche, ja. Und weil wir gerade bei der Stadtreinigung waren, ja, die ja heute auch und morgen, ne? Ja, genau, die BVG streikt jetzt gerade aktuell wieder bis 3 Uhr. Haben wir jetzt im Prinzip im Wochentakt mit dem totalen Verkehrskollaps. Und ich finde schon spannend, eigentlich müssten viel mehr Menschen jetzt sehen, oh, eine Alternative kann ein Fahrrad sein und ein Faltrad. Und da waren jetzt schon auch wieder ein paar Gespräche, die gesagt haben, ich könnte dann aber wenigstens an den S-Bahn-Ring rankommen oder reinkommen und kann halt eine Runde drehen, auch wenn es rappeldicke voll ist. Das macht dann halt auch wirklich ein Faltrad aus. Das macht wirklich Sinn, weil letzte Woche war ja auch Streik und ich bin S-Bahn gefahren. Ich habe Glück, ich kann zum Bahnhof laufen, fahre und laufe den Rest zur Arbeit. Das ist nicht weit. Aber in der S-Bahn waren echt eine Menge Fahrradfahrer und ich dachte so, hätten die Falträder, wir würden alle hier Platz haben. So haben die sich fast wieder unbeliebt gemacht. Klar, die waren ein Fahrradabteil, ne? Aber auch da wurde es krass Aber es nimmt ja eng. Fläche weg, es ist ja klar. Und so ein Faltrad, also ich meine, also ihr seid doch Faltrad-Cracks, oder? Oder Dudes? Oder Ich würde Dude Weil, also du hast doch auch viel damit zu tun und wahrscheinlich ist dir schon unzählige Male die Frage gestellt worden und ich sehe sie immer wieder bei uns in den Mails und in den Social Medias, ob ein 20 Zoll Faltrad kostenfrei in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln transportiert werden kann. Ja, das gibt es immer wieder, auch unter meinen Videos, aber Ja, also wir sind ja, also ich wäre immer der Meinung, ja. Ja, ist ja auch festgestiegen. Bis 24 Zoll. Ne? Ja, warte, wollen wir googeln jetzt? Aber ich würde trotzdem sagen, es gibt einen Widerspruch. Irgendwo gab es tatsächlich was mit 16 Zoll oder so, aber es gibt auch irgendwo was bis 24. Ich habe es auch irgendwas. Deswegen, ich würde sagen, hier, guck mal, also, es ist bei Bedarf, weißt du, wenn es wirklich knackevoll ist, können die einen auch mit 20 oder 16 Zoll rausschmeißen. Aber das ist halt es total, macht doch kaum also es einer. gibt so Regeln, dann haben wir ja Berlin, dann haben wir die Deutsche Bahn, ja. Gepäckstück, dann gibt's hier auch so Foren, wo Gott, drin steht bis Auf den 20 Schreck ist Zoll. sich so ein Rhabarberstückchen. gute Idee. Also das ist echt was, das bräuchte man mal. Man bräuchte eine Klarheit. ganz klare Übersicht darüber. Also, was Was macht der macht das ÖPNV? mal? Muss ich das machen? Nur eine Frage, die ich immer wieder im Social Media sehe, wo ich denke, wonach beantworten wir, auf welche Quelle verweisen wir? Ist Martin die Quelle in dem Fall? Das ist eine gute Idee. Alles auf Martin. Ja. Der für sonst nichts Also ich würde jetzt mal direkt in die Kamera gucken, liebe Follower von Martin. Also wir würden jetzt Martin dazu aufrufen, für euch eine ganz einfache Analyse nach Bundesländern zu erstellen und den ÖPNVs dort
Da gibt es nämlich tatsächlich echt Unterschiede. Also dieses 20 Zoll ist keine pauschalisierte Aussage. Wir haben Handlungsbedarf. Also 16 Zoll ist überhaupt kein Problem, Ja. weil die Deutsche Bahn bewirbt ja da so ein 16 Zoll Brompton-Abo. Da kann man sich ja reinhängen. Also 16 Zoll, gut. Aber 20 Zoll, Ja, das wird spannend. Also und ich meine jetzt für uns ist, wenn wir jetzt mal nur unsere Stadt angucken, ist die Deutsche Bahn ja immer theoretisch unrelevanter, ist er aber eben nicht, weil die S-Bahn ja von der Deutschen Bahn betrieben wird. Also aber ich sage mal an der Stelle, wenn man jetzt wirklich nur mal sicher gehen will, dann verpackt man das halt in eine Tasche und dann ist es kein Problem. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst zu Hause raus, wär ja fährst fies. 2,5 Kilometer zum Bahnhof, um dann nee, man verpackt 12 Stationen nicht, zu fahren, dann würde man es nicht verpacken, dann nimmt man es einfach mit Aber rein. ich sag nur, da könnte man auf Nummer sicher gehen, wenn man das so macht. Ja. Oder geht noch mal raus an die Zuschauenden. Lasst doch mal einen Kommentar da, wenn ihr schon mal negative Erfahrungen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel und der Bahn gemacht habt. Dann sehen wir nämlich, wo Probleme Genau. entstehen. Oder ob das einfach eine Grauzone ist, wo sich niemand definiert. Wir gucken. Brompton, oder ist dir noch was eingefallen, durch. Tom? Was vielleicht Nö. noch interessant wäre, Oh, ja. ist, dass von der Firma Fahrer, da kommen interessante neue Produkte nur fürs Brompton auch. Nur mal so als Background-Information im Bereich Gepäckträger kommen da wirklich nette, leichte Sachen. Ja, einfach. Bitte? Die Serie wird erweitert. Die Serie wird erweitert, um sehr. Aber es gibt doch schon ganz gute Auswahl. Bei Ja, es ist, Brompton und wird Co. besser, noch attraktiver. Ja, also Fahrer ist ja... Nutzungsmöglichkeit. Nicht nur ist ja- farbiger. Nee, farbig gar nicht. Es geht halt ja eigentlich darum, dass wir reden ja über Nischenprodukte bei Falträdern. Nur die Nische ist schon relativ groß geworden. Aber in dieser Nische ist ja der einzelne Nutzer oftmals auch ein Nischennutzer, habe ich das Gefühl. Das ist ja Macht Sinn. Und ich meine, das kriegst du ja mit, wie viele nach individuellen Lösungen suchen oder individuellen Lösungen suchen und die trotz alledem dann gerne gepaart haben möchten mit ihren Originalrädern. Und da kommt auf alle Fälle was. Das wissen wir Ja. aufgrund der Nähe und der Entwicklungsstände. Und unsere Räder halten ja ganz oft auch für Tests her hier. Okay. Definitiv. Also Genau. von daher Na gut. vielleicht immer Interessant. mal auf der Fahrerseite gucken. Ich Sorry. blende Was es ist das einfach ein. Ja, mach das. Aber weil ihr gerade Gepäck sagt, ich sehe das Ahuga hier mit dem schicken Gepäckaufsatz, wollen wir das Ahuga uns schnappen? Ja, und dann vorstellen. ich gehe jetzt mal trotzdem weiter. Danke, dass ich mit dir Willst du einen sein durfte. Kuchen oder hier? Ja, Also ich nimm will mit bestimmt oder? mitnehmen. Gut, dass du da warst. Ja, gut. findest Also, du? ja, total. Also du bist immer wieder dabei, ne? Also wenn wir beim- weitermachen. Du kannst dich immer wieder einklinken. Danke. Beim Aruga bitte. ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Wenn ihr schnappt euch ein Disco, Ja, damit sowieso. allen klar ist, also es gibt wirst du gleich, erzählt dir Tom gleich, es gibt seit diesem Jahr die Farbe Disco und maßgeblich dafür, dass die Farbe in den Markt gekommen ist, sind wir, weil wir so auf diese nein. Farbe gepocht haben und wir sind auch die einzigen, die das unelektrifizierte Rad als Disco anbieten können. Nein. Also ja, da hast du gerade was, da kriegst du was hier zu sehen, da kriegt ihr da draußen was zu Alter. sehen. Da werden euch, Okay. da können wir aber die Tanzschuhe anziehen. Da schlackert es richtig. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen Luft sparen, weil du hast jetzt schon. Nee, du kannst jetzt trotzdem. Kann ich nochmal? Naja, also Gut, also war ja nur ein Disco. Opener. Copy and Paste. Ja. Na gut, komm. Ich esse mal ein Oder? Stück Kuchen, bis Ja, später. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Danke. Bis gleich, Nico. So, wir nehmen mal das Amex. Und das ist die Farbe Disco? Disco, ganz wow. genau. Und guck mal, da sind ja auch die Billy Bonkers hier drauf. Finde ich auch ziemlich cool mit dem Pink und mit dem Blau. Ha, und wie die Farbe geht auf euch zurück, ja? Ja. Das ist ja Das lustig. hat Nico mit Ahuga zusammen. Hoppala. So. Der Brompton Move. Und wieso diese Farbe? Wie kommt das? Was ist da passiert? Naja, weil wir ja gerne Farbexperimente machen und wir oft auch Räder aus der Linie rausnehmen und dann customizen wie das Kloof hinten oder das Nikolai in Neonfarben oder in Pink. Und so ist das einfach mal ein Punch, finde ich. Also, aber das finde ich speziell eine sehr, sehr gute Variante, weil du hast weiter die Namenschaltung dran. Genau, erzähl mal die Konfiguration. Was haben wir da? Du hast hier die 7-Gang Ja. Nexus. Ja, Du hast im Grunde genommen alle Features, die du beim Elektrorad auch hast. Na, was ich natürlich immer sehr geil finde, ist die Höhenverstellung. Dadurch können unterschiedliche Leute damit fahren und du kannst auch das
das Setup jederzeit verändern. Das ist echt gut, ne? Das fand ich nämlich auch. Genau, also kleine Leute, größere Leute können fahren. Theoretisch könntest du auch den Lenker auch noch ein bisschen verändern, wenn du möchtest. Hauptsache im weiteren Faltprozess Was heißt das? Was funktioniert kommt das. Ja, du könntest so einen Riser, ein bisschen Könnte man, höheren Riser dran machen oder so. Da muss man immer gucken, inwiefern es da noch faltbar ist. Im Grunde genommen ist es genau der gleiche Frame wie beim Elektrorad. Der Clou dabei ist eigentlich, dass du dieses Rad, wenn du jetzt, sag ich mal, du fährst es jetzt 3, 4, 5 Jahre und sagst dann, ich will Elektro haben, dann kannst du hier den E-Kit, also den kannst du nachrüsten. Aha. Genau, also wir haben ja hier das, sagen wir manuell oder Bio, was sagen wir? Also ohne Bio E-Antrieb. ist eigentlich sehr geläufig. Ich habe es ja in meinem Kanal vorgestellt mit E-Antrieb. Ne? Da ist hier der Akku drin und der Antrieb war in dem Fall auch vorne. Das war, glaube ich, ein Bafang-Motor. Und das ist die Variante, also ohne. Cool. Und was ist jetzt hier drin? Kann man da rein? Ja, da ist jetzt zu guter Letzt, ist da jetzt ein Hohlraum drin. Was ist denn da? Komm, wir gucken mal. Ja. So. Ja. Wo du jetzt eigentlich auch was verstauen könntest. Ne? Könnte man. Also wir machen uns schon Gedanken darüber, ob man da so eine Art Schlauch reinpackt und es dann reinschiebt. Weil ansonsten ist es natürlich ein bisschen problematisch, wenn du Sachen hinten reinschiebst. Sonst klappert es. Und Ne? nee, du kriegst es nicht. Also wenn du jetzt hier hinten einen Schlüssel reinpackst, musst du das Rad auf den Kopf stellen, damit es rauskommt. Also du musst schon dir dafür ein bisschen was einfallen lassen. Aber erstmal ist es dann für Leute, die Bikepacking-mäßig unterwegs sind, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, da noch was dran zu machen. Und das ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Reiserad, finde ich. Ne? Das gerade das Ahuga, finde ich, dafür ganz gut ausgerüstet, weil du eine Menge Gepäck rankriegst. Ne? Vorne, hinten, wie sieht es denn hinten aus? Achso, da haben wir ja hier diese Tasche. Genau, die kann man optional dazu kaufen, liegt irgendwie lass mal ruhig drauf. Ich lasse sie drauf, die ist irgendwo verankert. Ja, das ist jetzt eben noch nicht genau. Die liegt so um die 200 €. Du kannst die hier an der Seite aber auch einklappen. Ne? Also okay. du hast optional noch diese zwei, ja so nicht. Ich fasse Einfach nichts anfassen hier, ja, wenn es geht. Zum Glück ist das kein Glasladen. Sehr gut, sehr gut. Aber mir ist es tatsächlich schon passiert bei der Prompton-Veranstaltung, da standen die auch so 20 Stück. Und ich glaube, ich habe eins der vorderen. Ist mir auch schon mal passiert. Ist dir auch? Ja. Ich weiß nicht wieso, die haben es da so hingestellt. Aber es ist nicht nur mir, es ist auch anderen Leuten passiert. Sollte nur einmal passieren, wenn es geht. Ich fasse nichts mehr an. Naja. Aber das ist toll, also genau. Und man kann die auch umwerfen, ja, weil den muss ich ja bevor ich es falte, zack, muss ich den ja abnehmen, den Gepäckkoffer. Genau, aber das finde ich Falte jetzt ich. nicht, wenn du jetzt auf Tour bist und so und du hast hier wirklich dein ganzes Zeug drin. Hier hast du auch einen Schultergurt, du kannst dir das Ganze einfach wie eine Messenger genau. nach hinten werfen. Das meine ich. Ist auf jeden Fall eine Option. Sehr Also was hier neben der Farbausstattung, coole Reifen drauf, du hast einen Rack hinten, du kannst es extrem gut durch die öffentlichen, wie es Brompton auch, rollern. Du hast eine gute Höhenverstellung, du kannst irgendwie Setup verändern. Also es sind viele Sachen, die ich sehr flexibel finde und die ich sehr schätze. Es fährt einfach mit der Nexus auch extrem gut, es rollt gut. Und man muss sagen, mit 1.850 € inklusive Gepäckträger ist es auch ein sehr attraktiver Preis im Verhältnis. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen G-Line daneben stellst, da bist du bei 3.000 €. Ja. Und gut, da hast du Brompton, hier Ahuga, die gibt es zwar auch schon relativ lange, aber das ist natürlich, Brompton ist natürlich ein ganz anderer, ist ganz anders gesetzt. Wie ist der Gewichtsunterschied zwischen einem ähnlichen Brompton und dem? Also ich weiß jetzt den Gewichtsunterschied Darf nicht ich das genau. anfassen? Ja, mach mal. Also ich empfinde das auf jeden Fall leichter als gut. das G-Line. Das ist tatsächlich angenehm. Ja, cool. Ist gut. Ist nicht federleicht, aber es ist leicht angenehm. Also Man muss ja auch sagen, es ist sehr, sehr stabil. Ne? Also wenn du damit fährst, wirst du merken, dass es sich extrem stabil fährt. Du hast Möglichkeiten hinten auch, ich sag mal, Sachen mitzunehmen. Und das ist ein Alurahmen, oder? Das, Ja. das ist so leicht, wie das jetzt Ja, war? ja, Okay. Nee, also rein optisch sehr gelungen. Ne? Dann hast du hier auch nochmal Steckpedale dran auf beiden Seiten, beiden die du noch Seiten. lösen könntest. Und die steckt man wo rein? Da passen sie nicht rein. Also eigentlich gibt es da jetzt keinen Fixpunkt für. Die musst du dann irgendwo wegpacken.
Also ich finde so als Einsteiger für Leute, die sagen, das Brompton da, die kleinen Reifen, ist mir nichts, dann ist man relativ schnell bei dem Pricing bist du im Grunde genommen so ein bisschen C-Line, 16 Zoll. Und das ist schon gut. Und ich meine, 20 Zoll, das fährt sich sehr komfortabel. Ja, ich bin es ja auch gefahren. Also 16 Zoll Brompton ist auch okay, man gewöhnt sich dran, aber es ist am Anfang immer alles so ein bisschen wackeliger. Ja? Und bei hohen Geschwindigkeiten aber fährt sich Brompton 16 Zoll gut. Ja, aber hier ist, finde ich wehre mich immer gegen die Begrifflichkeit wackelig. Eigentlich ist es leichtgängig. Wackelig ist eigentlich nur, wenn die Leute, zum Beispiel wenn die Probefahrten machen und fahren 5 Minuten, dann kommen die zurück und sagen, boah, das war wackelig. Und deswegen sage ich den Leuten, mindestens 20 Minuten fahren. Ja, genau. Wenn die nach 20 Minuten wieder kommen, grinsen die und sagen, das fährt sich ja wie ein richtiges Fahrrad. Das habe ich versucht zu erklären, ja, genau. Also der Kurzeindruck ist tatsächlich immer noch ein anderer, als wenn man einfach einen Tick länger fährt mit dem Brompton 16 Zoll. Ja. So, mit dem ist es aber gleich von Anfang an komfortabler. Und du sagst, das kann man relativ leicht dann auch elektrifizieren. Das finde ich eigentlich ganz gut, ganz spannend, weil so viele Leute ja immer sagen, mir reicht ja das Manuelle ohne E-Antrieb und dann später aber merken, vielleicht wäre es doch cool gewesen mit E-Antrieb. Aber und deswegen, wenn du diese Option hier hättest und es relativ leicht ist, das zu elektrifizieren. Ja, also was für ein Aufwand jetzt dahinter hängt, das müssen wir mit der Werkstatt nochmal, weil das ist jetzt noch nicht so ganz so aktuell, aber die Option gibt es. Was ich bei dem Rad, also bei dem Elektrorad auch noch spannend finde, ist der Range Extender, den man ja optional nachrüsten kann. Ja. Und du hattest ja auch schon mal den Range-Test so ein bisschen gemacht. Genau, den Range Extender finde ich auch super spannend. Und ich würde dieses Jahr total gerne nochmal eine Probefahrt machen, aber mit Range Extender. Also wenn das geht. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass ich mit dem Rad mit einem Range Extender so auf 70 Kilometer komme, im 1er-Modus. Man muss ja immer gucken, in welchem Modus ist man unterwegs. 1 bis 5 oder was? Ja. Und ich finde, in Stufe 1 ist die Unterstützung eigentlich schon gut da. Also mir würde es auf jeden Fall reichen, aber ich würde es jetzt wirklich gerne mal ausprobieren, wirklich mal leer fahren. Wobei man sagen muss, dass hier bei der E-Variante und auch bei dem E-Brompton G-Line, wenn du es leer fährst, hast du immer noch ein leichtes Fahrrad, was du auch gut ohne Elektro bewegen kannst. Ne? Darf man nicht vergessen. Also es rollt wirklich, das elektrifizierte Modell rollt einfach auch, wenn du den Motor ausstellst, lässt sich das extrem leicht fahren, finde ich. Das ist ja auch immer so ein Punkt, genau. Das ist ja dieses Thema Hybrid. Ne? Also ich sage den Leuten, ist ja ein Hybridrad. Ja. Und die sagen dann, hat es 2 Motoren? Nee, aber hat einen Motor, aber du hast ja noch Oberschenkel. So. Und das funktioniert super gut. Also da kannst du dann, wenn du da halt ein bisschen sparst, ne? Also wenn du fährst eine Tour von 80 Kilometern und du hast erstmal flaches Geläuf, dann fährst du erstmal 25 Kilometer ohne Elektro und sparst dir quasi den Antrieb für den Rückweg auf. Und das ist so ein bisschen Spielen mit der Energie. Ne? Ja, also durchaus eine junge Marke, sehr umtriebig unterwegs. Die sind offen für kreative Ideen, nehmen sich auch sehr viel unser Feedback an. Also es sind schon einige kleinere Verbesserungen am Rad entstanden, dadurch, dass unsere Werkstatt und wir einfach ein paar Infos weitergegeben haben, die geprüft haben, die dann gesagt haben, stimmt, ihr habt recht. Und es dann wirklich im nächsten Batch, also im nächsten Produktionszyklus, dann auch schon wieder verbessert haben. Und da gibt es nicht viele Marken, die so unterwegs sind. Beim Mahuga ist eigentlich immer im Unboxing ist immer noch mal eine USB-Beleuchtung mit dabei. Ah, genau. Die finde ich auch, die ist jetzt nicht, also die funktioniert. Was ist denn hier mit Nabenmotor? Geht das nicht? Theoretisch könnte man ein Nabendynamo einbauen, ja. Könnte man. Wird aber von Ahuga jetzt nicht vom Werk geliefert. Also wenn jetzt ein Kunde kommt und er sagt, er möchte gerne ein Nabendynamo haben, dann werden wir uns da nicht gegen sperren. Und was ich noch fragen wollte, sind schon ein paar Ahugas auch verkauft worden mit Range Extender? Oder hat auch jemand 2 gekauft, 2 Range Extender? Nee, ein Range Extender, okay. Aber das kam 2-3 Mal
im Leasing vor. Das finde ich auf jeden Fall super sinnvoll. Also es muss ja nicht ein riesen Zusatzakku sein, ein kleiner, ne, wegen der Umwelt. Wir müssen ja nicht alle nur noch Akkus zu Hause rumliegen haben, die nicht benutzt werden. Aber diese Option zu haben, ne, dass du eben leichter durch den Alltag fährst, wo ja ein kleiner Akku eigentlich völlig reicht. Ja, und dann aber die Option hast, fährst du mal irgendwo eine schöne Schwarzwaldradtour oder so und hast dann die Möglichkeit. Hast oder dann bergig, vielleicht auch mehr Gepäck, weißt du? Dann hast du vielleicht nochmal eine fette Tube hinten drauf, nochmal mit 20 Kilo und du willst einfach vielleicht eine Tour von 100 Kilometern fahren, dann hast du immer noch 60, 70 elektrisch im Köcher und 30 Kilometer fährst du so. Ich finde ja dieses Spielen dann so mit einfach körperlich das Ganze zu regeln und dann elektrische Unterstützung zu haben, finde ich eigentlich ganz gut. Was ich ja schade finde, ich denke immer, wenn ich das sehe, dass hier, ja, da könnte ja noch Gepäck rein, aber durch den Faltmechanismus geht das eigentlich nicht. Also wir haben darf's dann nicht Kunden, die falten. das schon machen mit einer Rahmentasche. Oder nehmen die Rahmentasche raus. Und da musst du halt die Rahmentasche, also das ist, sag ich mal, wenn du morgens in die Öffentlichen gehst oder du machst eine Radreise, wo du, sag ich mal, mit dem Regio oder mit dem ICE irgendwo hinfährst und dann aber erstmal eine ganze Strecke Fahrrad fährst, dann lohnt sich das, da eine Tasche reinzumachen. Also dann wäre es aber auch cool, wenn man die auch umhängen könnte schnell, ne? Schnell raus und umhängen. Gibt's da was? Ich kann mir gut vorstellen, dass da von Ahuga auch noch mal was kommt. Also, naja, wir sind mit Fahrern, mit denen einfach auch im Gespräch. Wir haben hierfür auch schon gemacht ein Handle, ne? Also das, was wir für Brompton auch produzieren, diesen zusätzlichen Tragegriff, den haben wir für Ahuga auch gemacht. Finde ich auch ein sinnvolles Zubehör. Kann gut sein, dass wir da auch mal noch eine Rahmentasche machen oder Ahuga hat da was im Köcher, da weiß ich aber jetzt nichts Genaues. Gut, Und dann würde ich sagen, machen wir Ahuga den Deckel drauf. Ahuga, gehen wir zum Velo. Aber an dieser Stelle, Tom, würde ich meine Zuschauer noch mal so ein bisschen animieren, auch so ein bisschen Werbung für meinen Kanal, nämlich die YouTube-Kanalmitgliedschaft. Ja, die gibt es nämlich auch. Und bisher gibt es da noch ganz wenige Mitglieder. Aber ich hätte Lust, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt. Ne? Da ist so für 1 Euro im Monat kann man das abonnieren. Die unterstützt meinen Kanal damit so ein bisschen. Ja, weil das ist ja wirklich eine Nische. Und ich wachse auch gerade nicht mehr so mit dem Kanal. Es kommen mal so ein bisschen welche dazu. Es ist natürlich ein Fahrradkanal, aber ich habe auch so ein paar Fahrradthemen nach wie vor. Aber ich will eigentlich dieser Faltrad-Sache treu bleiben. Und ich werde da nicht mehr groß wachsen. Deswegen bin ich total angewiesen auf diese Kanalmitglieder. Und ich versuche für 1,99 Mitgliedschaft, da gibt es ja diese kleinen Shorts und ich versuche, wenn jetzt so 10 bis 20 Leute hier Mitglieder werden, versuche ich öfters so kleine Faltrad-News, ja, oder so kleine Einblicke in meinen Alltag mit Velo oder dem Rad, was ich dann gerade habe, poste ich euch so einen kleinen Mehrwert. Also wenn ihr in der Mitgliedschaft seid, könnt ihr diese Shorts dann sehen. Das versuche ich. Interessant, hast du noch gar nicht erzählt. Was Nee, du da naja, der Kanal wächst nicht, die Werbeeinnahmen sind auch noch nicht 3-, 4-stellig. Das ist ein bisschen, Ja, und deswegen, so könnte ich ein bisschen wachsen. Also wer Lust hat, würde ich mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht. Guckt da die Werbung Also zu ich Ende. denke, ich werde gleich mal mit Nico reden. Also wir werden bestimmt ein Abonnement machen. Da muss ich aber natürlich auch liefern. Dann, Ja, wir wissen ja die Qualität zu schätzen. Ach, vielen Dank. Na, schauen wir mal. Und da würde ich sagen, Velo, oder? Komm. Genau, das ist auch das Gears. Ich nehme einfach mal hier das ist nämlich die 4-Gang. Knapp, aber geschafft. Fast hätte ich den Tisch geditscht. Da muss ich dich direkt korrigieren. Das ist nicht die 4-Gang, sondern das ist die 6-Gang. Also 2x3. Also du hast ja die 2-Gang-Schlumpf, So, Schlumpfschaltung 4 Gänge. und dann kommst du so auf 6 Gänge. Genau, ich selber habe ja nur den Riemenantrieb und das sind dann 2 Gänge. Aber man muss ja immer sagen, Automatic heißt, dass der E-Motor da ein bisschen anders funktioniert und da einen Neigungssensor hat. Und der hat, glaube ich, keinen Neigungssensor, sondern macht das theoretisch über die Ritzel. Aber ich glaube, man hat trotzdem einen besseren Range, oder? Eine bessere Trittfrequenz. Also, bei über 25 km/h. Also ich muss dazu sagen, von der Fahrbarkeit Ja, ist das mein absolutes Number One Velo. okay. Weil du kannst easy peasy Ja. über diese 25 Kilometer hinausfahren. Kommt man, ne? Was einfach so viel mehr Gangrange ist ja zu guter Letzt nichts anderes als Brompton 6-Gang. Nur, dass du da halt, da hast halt die Mischung aus 2-Gang-Kette und 3-Gang-Narbe. Und hier haben sie es halt anders gelöst, durch den Schlumpf vorne, im Grunde genommen einfach umgekehrt. Und gut, du hast dann die Kette, du hast nicht mehr den Riemen, schade. Aber für den, der gerne ambitioniert
Fahrrad fährt, ist das also wirklich eine super Variante. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mich draufsetze und damit fahre, eine Runde drehe, dass du das wirklich, du nimmst dann im Grunde genommen den Motor als Push beim Anfahren und dann kannst du entspannt über die 25 km/h hinausfahren. Das glaube ich gern, denn ich habe es ja ausprobiert, Tempelhofer Feld, aber ich konnte aber jetzt meine Geschwindigkeit nicht messen, aber es fuhr sich echt gut, weil mit dem Riemen, da ist irgendwie wie so eine Barriere über 25 km/h, vielleicht 26, aber Genau, dann wird es auch echt schwer. Das finde ich, aber bist du Schlumpf gefahren oder bist du im Grunde genommen Standard gefahren? Ich habe Schlumpf, Schlumpf schon. Aber das finde ich Also auch, der Speedgang, aber der Schlumpf ist halt von der Übersetzung her, finde ich immer, der hätte ein bisschen kürzer übersetzt sein können. Das hast weißt du so, von Anfang der erste an gesagt. Gang ist cool, so zum Anfahren, aber wenn du den relativ früh in den zweiten gehst, ja, so bei 15 km/h, dann bist du erstmal also ein bisschen... den Standard so lassen. Genau, also es müsste einfach im Grunde, der Schlumpf müsste anders übersetzt werden. Genau. So. Da habe ich mit Valentin schon mal drüber gesprochen, aber er meint, das wäre zu aufwendig. Und einfach, dass der zweite Gang ein bisschen von der Kadenz her ein bisschen höher ist und früher übernimmt. Also das denke ich auch. Aber es ist jetzt kein K.O.-Kriterium, aber es ist so ein Wunsch. Ne? Also der Speedgang, der große Gang fährt sich ja bis 25 km/h mit der elektrischen Unterstützung trotzdem gut, aber darüber irgendwie nicht. Ja, außer man hat so eine Neigung, fährt irgendwo einen Abschuss runter, dann kannst du mit 30 km/h eigentlich immer noch ganz schön, aber also das schaffst du im normalen Alltag eben ist nice nicht. to have, der zweite Gang, und die Schlumpfschaltung ist alles okay. Aber so richtig entfalten tut die sich für mich erst mit dieser Gears-Variante. Okay. So. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, wer sich für ein Velobike interessiert, einfach mal rumkommen und am besten vorher nachfragen, ob wir das Gears da haben. Im Moment steht es da. Und das einfach mal Probe zu fahren und vielleicht diesen Eindruck, den ich habe, bestätigen oder auch nicht. Gut, ja, gibt es noch ein Gerücht? Wir sind nämlich gleich durch. Ja, super. Gibt es noch ein Gerücht zu Velo? Gerüchte. Was gibt's denn? Es gibt ja einen neuen Zeus-Motor. Soll es geben, ja? Also gut. Gibt's schon. Also Gibt's mit den auch? neuen Modellen Okay, wird er auch okay. schon ausgeliefert. Okay. Du hast halt, Ist aber noch nicht geteasert auf der Webseite. wird aber schon. wird schon, okay. Also ich hatte vorhin gefragt, die neuen Räder kommen alle mit dem neuen Okay, Motor. super. Okay. Du hast halt ein bisschen mehr Reichweite. Ja, sehr gut. Dann wird es von Seehus wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten eine neue App geben. Ich finde, die es jetzt gibt, funktioniert eigentlich gut. Wenn ich so auf die Anfangszeiten von Seehus zurückgehe, das war schon relativ desaströs manchmal. Aber da haben die so gut nachgebessert. Also es ist wirklich, die App funktioniert super, aber da soll es jetzt nochmal ein Upgrade geben. Ja. Noch mehr Möglichkeiten, das Monitoring, wie auch immer. Das ist gut. Also gut, das ist ja wie sagt man, so eine Entwicklung. Ne? Also klar, dass so ein Seus Gen 3, ja, dritte Generation, endlich mal kommt, ist ja klar. Die Frage ist immer, wann. Aber scheinbar geht es jetzt los, was ich gut finde. Und es gibt wohl auch einen anderen Anschluss, aber da du okay. schneidest das ja sowieso. Ne? Sonst würde ich wir haben nämlich einen Rad da hinten stehen, wo wir uns den Anschluss vielleicht mal zeigen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, du hast schon eins da? Das könnte sein. Willst du es mal herholen? Ja, genau. Ich würde mal gucken, ob es das ist, und dann könnten wir da mal drauf gucken. Ja, gerne. Ja? Komm. Warte, ich mache dir Platz. Ja, alles cool. Kommen Sie durch. So, das ist ein Titan. Und da ist jetzt Kommt, das gucken wir uns mal an. der neue Motor verbaut. Und das ist das neue Netzteil. Okay, das ist auch so ein bisschen robuster hier Genau. im Anschluss. Gut, darf ich mal rausziehen? Ah, ja. Ja. Ach so, den dreht man drauf? Nee, den steckt man, okay. Ja. Ich sehe schon. Okay. Oh, ich darf ja nichts anfassen. Ne? Mittlerweile wieder. Dann finde ich jetzt hier diese neue Box, dieses Unboxing Zeus, da haben sie sich ein bisschen Auch schön. Human Plus. Hey, cool. Achso, das ist auch hier mit dem kleinen Fernbedienung, oder? Nee, Fernbedienung nicht. Also Fernbedienung kannst du ja jederzeit dazu buchen. Wie gesagt, da ist schon der neue Motor drin, da ist das neue Netzteil dabei. Das finde ich auch
ein bisschen aufgewertet, schön klein, das kann man auch mal mitnehmen. Okay. Und das ist jetzt ein Kundenrad, ein Titanrad mit einem Schlumpf. Und wie viel Wattstunden hat der? Steht das irgendwo? Da müsste ich auch nochmal nachchecken. Okay. Also da will ich jetzt nichts Falsches raushauen. Aber manchmal steht das ja hier irgendwo drauf. Ja, aber ich glaube, die Wattzahl ist, glaube ich, gleich geblieben. Hat sich, glaube ich, mehr drin was verändert. Aber nee, es ist, glaube ich, 194 Wattstunden ist mehr. Genau. Es waren irgendwas mit 171, 72. Warte mal. Nahsichtprobleme, genau, 172,8. Na toll, das sind 20 Wattstunden mehr. Das ist ja schon was, ne? Cool. Auf gleicher Fläche. Ja. Hier kannst du ja nochmal, das wäre dann Titan. Also gut, genau, dann muss ich noch mal ganz kurz den... Ach, toll. Also gut, da muss man hier anfassen, aber das ist halt immer, das ist halt ein Kilo leichter. Ich merke da mal keinen Unterschied. Müsste man immer direkt checken. Genau, Titan. Es ist leicht. Und dann haben wir hier den verstellbaren Vorbau dran. Den Ergotech 4, genau. Genau, den du rauf und runter machen kannst. Also Finde ich auch ganz gut. bei Velo ist ja, die haben ja nur den, der relativ steil hochgeht. Und ich genieße es total, dass man das dann justieren kann, so wie man Bock hat. Auf jeden Fall. Ja, es gibt nämlich zum Beispiel eine Anwendung bei mir im Auto, wo das einfach Sinn macht, dass ich es, wenn ich es im Auto transportiere, runter mache. Weil sonst tatsächlich schrammt es da nämlich irgendwo gegen die Scheibe. Wenn man jetzt nicht Auto, man sagt mit der Bahn, dann ist es egal, dann kann man den normalen Velo-Vorbau nehmen. Aber insofern ist der Ergotech. Auf jeden Fall. Den baut ihr dann auch hier in eurer Hütte zusammen? Ja. Okay. Ja. Und dann hier haben wir nochmal die Rahmentasche, die finde ich auch ziemlich cool. Auf jeden Fall. Weil da bekommt man, also da haben wir genau das, was da noch nicht ist. Aber hier kannst du es halt mit falten. Ne? Das ist halt das Ding. Da musst du es halt im Faltprozess rausmachen bei Ahuga und hier. Was ich total praktisch finde. Weil, also man darf es auch nicht zu voll packen, sonst ist auch der Falt. Ja, aber du kannst es, wir haben es schon mal ausprobiert, du kannst es schon relativ prall Geht packen, wenn du Handschuhe, Schal, solche Sachen. Und wir haben ja auch einen Trenner reingemacht hier hinten, dass im Grunde genommen die Sachen nicht nach hinten durchrutschen. Okay. Ja, so, das ist schon also ganz gut durchdacht, das Ganze. Ich glaube, wir haben den noch Zettel irgendwas? abgearbeitet. Das war jetzt erstmal so, wir wollten ja mal gucken mit dem Format. Genau, unser erster Faltrad-Talk. Wie intensiv fahren die Leute Probe und ob viele mit Wohnmobil und sowas kommen. Ja, kommen viele. Ich hatte Oder mit ihrem Auto, ne, um das mal in den Gepäckraum reinzukriegen. Genau, das ist ja auch, sage ich mal, auch ein Stück weit unser Vorteil hier draußen. Wir sind nicht ganz direkt in der Stadt, aber dafür haben wir hier einen großen Parkplatz. Da können auch Wohnmobile parken. Und dann kann man das wirklich alles auschecken. Also ich habe gestern noch 2 16 Zoll Bromptons verkauft an ein Ehepaar, die haben ein Boot. Okay. Das sind auch so Sachen, Boot und die kommen dann mit Abmaßen von diesen Bunkerboxen und dann messen wir das ab und gucken und das ist schon eher so die spezielle Variante. Und da kommen die Leute oft vorbei und nutzen dann die Möglichkeiten, die wir hier haben. Alle anderen Fragen beim nächsten Mal. Genau, also ich nochmal danke an Martin, dass er uns besucht hat und mit der Abo-Geschichte wusste ich noch nicht, aber das kann ich auch nur unterstützen, werden wir auch unterstützen, weil es gibt halt kaum Kanäle, die dieses Faltrad-Thema so beleuchten, wie Martin das macht. Also da wir uns ja schon sehr lange kennen und es hat jetzt nichts mit Auftragsrad zu tun, weil ich habe auch woanders gearbeitet und wir sind immer in Kontakt geblieben. Das ist wirklich hier die Nische bei mir im Kanal. Ja, es gibt ein paar andere Kanäle, auch hier der Till von der Radelbahn und so, die haben auch immer Falträder mal im Programm. Aber Schwerpunkt Faltrad und ihr ja auch, ne? Hier Beauftragsrad. Aber nicht nur, ne? Ihr habt auch Kinderräder, größere E-Bikes, hier Kompakträder jede Menge. Genau, wir bieten eigentlich die komplette Range ab an Rädern. Achso, übrigens, was bei uns auch funktioniert, finde ich also generell interessant ist, wir nehmen auch Autos in Zahlung. Autos? Autos. Ach krass. Ja. Okay. Also jetzt Mobilitätswechsel, wenn Leute sagen, ich will jetzt tauschen gegen ein hochwertiges Faltrad oder gegen irgendein anderes E-Bike, ist das eine Option. Und was wir auch machen, wir nehmen auch E-Bikes in Zahlung. Ja, also wer dann ein älteres E-Bike hat, und möchte sich mit dem Verkauf nicht auseinandersetzen, einfach bei uns vorbeikommen, anrufen. Wir brauchen eine Rechnung, wir brauchen einen Preis, was es mal gekostet hat. Und dann können wir dem Kunden innerhalb von 5 Minuten sagen, es gibt ein Portal, die Räder aufkaufen. Dann können wir denen sagen, was er für das Rad kriegt. Und das kann er dann als Anzahlung für ein neues verwenden. Finde ich
sehr interessant, wird auch sehr oft genutzt, muss ich sagen. So, jetzt halte ich die Gusche. Wir haben es, oder? Wir haben es. Tom, vielen Dank. Ja, Ja, vielen ich Dank für danke den tollen dir Talk. und wenn es euch gefallen hat, also nächstes Mal bereiten wir uns auch noch besser vor. Naja, so dann- viel Faltrad-News gibt es ja auch mal nicht. Ich glaube, wir haben schon aber so dann- alles erzählt. Also was wir es sollten das in einem gibt. halben Jahr vielleicht nochmal machen und dann rollen wir das Ja. mal ein bisschen mehr auf. Vielleicht Alles dann klar. auch mal ein bisschen mehr zum Thema Tuning, Hey, was ich auch cool. sehr spannend finde. Alles klar. Tuning, ist denn das erlaubt? Nein. Ich drücke dir die Daumen mit deinem Kanal, Tom. ganz viele Abonnenten und ich glaube, wir essen jetzt einfach mal einen Kuchen auf, oder? Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Alles klar. Tschüss.